wunderschönen guten Morgen aus Las Vegas. Einen wunderschönen guten Morgen zu einem neuen Tag. Wir haben es, Alter, Zufall, wir haben es Punkt 7 Uhr und soeben wurde der Posing-Schlüpper angezogen und ein Form-Update an den Coach geschickt. So starte ich eigentlich immer rein, jeden Tag. Vorher gibt es auf jeden Fall 1 Liter Wasser, meine Morgensupplements und gleich eine Runde Meta, denn es geht in den Morgenspaziergang. Diese Nacht war relativ gut. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Leg Day gestern auf jeden Fall gut reingeschattert hat und ich dementsprechend müde war. Ich glaube, man sieht es mir auch an, aber so ist es die letzten Tage vor dem Wettkampf. Da geht man von Tag zu Tag sozusagen. Heute steht ein Rest Day an. Da nehmen wir euch auf jeden Fall mit, aber Fokus bei mir wird auf jeden Fall sein, maximale Erholung, denn die letzten 3 bzw. 4 Trainingstage waren wirklich knusprig und ordentlich kräftezehrend. Dementsprechend muss heute komplett geruht werden und der Leib muss auf jeden Fall wieder zu Kräften kommen. Beine sind auf jeden Fall auch gut durch. Spüre ich jetzt schon. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Was sagst du zu deinem Formcheck heute? Ich würde mal sagen, ich bin selbst so mein größter Kritiker. Ich bin immer so, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, aber so objektiv betrachtet finde ich das gerade ein ziemlich geiles Gesamtpaket, so top to bottom. Es ist jetzt keine Pose mehr dabei, wo ich immer sage so, nee, die geht gar nicht. So wie es jetzt letztes Jahr meine Back Double war zum Beispiel, ehrlich gesagt, wo ich mir immer dachte, nee, die fühle ich nicht. Und ja, das ist halt geil, weil du kannst dann auf die Bühne gehen und du weißt, hey, jede Pose kann ich selbstbewusst stehen, weil ich zufrieden zum einen mit der Pose bin und zum anderen mit der muskulären Entwicklung. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. WeTransfer. Was jetzt der Sneak Peek lassen, die jetzt kann einen Formcheck. So sieht es dann aus, aka. So schicke ich das dem Coach rüber, der gerade im Flieger sitzt. Das ist einen guten Flug an Stefan und dann adjusten wir mal den Plan. Heute die Kalorien auf jeden Fall lower, denn zum einen Rest Day, wo ich bis auf den Morning Walk und meine 10.000 Schritte am Tag nicht sonderlich mehr Kalorien verbrennen, deswegen braucht man auch nicht so viel. Also für euch auch da draußen an Rest Days auf jeden Fall die Kalorien gegebenenfalls auch anpassen nach unten, aber trotzdem genug Kalorien geben und vor allem Proteine, dass der Körper sich auch regeneriert. Schauen wir, das Gewicht ist wieder ein bisschen nach oben gependelt, aber das schwankt jetzt immer so. Also ich bin generell ein ziemlicher Gewichtsschwanker, aber wie gesagt, die letzten 3 Trainingseinheiten waren noch wirklich, wirklich hart und da speichert der Körper dann noch Wasser, wenn man sich gut abschießt im Training. Also wundert euch zum Beispiel nicht, wenn ihr mal nach einem Beintrainingstag 1 Kilo oder 1,5 Kilo schwerer seid. Das hat gar nichts mit eurer Ernährung oder mit sonst was zu tun. Das ist einfach Inflammation, einfach Wasser und das Stresslevel in eurem Körper, was dazu führt, dass der Körper das Wasser hält. Und ja, so machen wir das eigentlich jetzt gerade Tag für Tag und grooven uns sozusagen rein, weil die Form ist da. Also körperfetttechnisch muss jetzt nichts mehr runter sozusagen, sondern man muss halt die Balance finden zwischen den Körper fresh halten
und am Ende dann halt so in die Waage rein grooven, dass es halt passt und ja, das ist so der Gameplan eigentlich für die nächsten, wie viel? 9 Tage? Für die nächsten 9 Tage. Vielleicht so eine Frage für Leute, die zum ersten Mal auf die Bühne gehen. Du postest ja immer ohne Spiegel. Würdest du das den Leuten empfehlen? So, wenn die damit starten, auch so erstmal mit Spiegel posten, dann ohne, oder? Safe, also ich würde auf jeden Fall erstmal mir Leute angucken, die ihr geil findet beim Posen, wo ihr denkt, hey, den Stil feiere ich, den finde ich cool. So wie es bei mir ein Flex Wheeler, ein Lila Brother vor allem auch war. Und euch dann ganz viel davon anschauen. Gewisse Elemente dann daraus kopieren erstmal und schauen, wie sieht denn die Pose bei mir aus. Das macht man am besten vom Spiegel. Und wenn ihr dann so gerade die Grundposen für euch rausgefunden habt, wie die bei euch am besten aussehen, dann würde ich auf jeden Fall den Spiegel weglassen, vor allem die letzten Wochen der Vorbereitung. Dann immer gucken, das gute alte Stativ aufstellen, posen und dann danach anschauen und so auf seine Fehler selbst hinweisen. Sehr wichtig, was man auch gut machen kann, ist zu einem Posing-Coach zu gehen. Ich persönlich mache das nicht. Also wenn jetzt die Frage kommt, Würdest du es aber empfehlen, weil man ja auch ein Stück weit seinen eigenen Flow finden muss? Ja, ich sag mal, also es gibt ja bei uns im Bodybuilding die Mandatory Poses, also die Pflichtposen, das sind je nachdem in der Classic 5, in der offenen 7 und da kannst du nicht viel eigenen Geschmack mit reinbringen, du kannst es für deinen Körper anpassen und dementsprechend macht da ein Posing Coach schon Sinn. Für die Kür, je nachdem wie ernst ihr das Ganze nimmt, solltet ihr aber auch, kann man das dann auf jeden Fall auch machen. Jedem wirklich First-Timer, der das erste Mal on Stage geht, würde ich das safe empfehlen, weil es gibt einem dann doch noch so ein gewisses Stück an Sicherheit und du willst ja auch nicht 16 Wochen oder länger Vorbereitung machen, dir den Arsch aufreißen und am Ende halt, keine Ahnung, so wie ein Ferrari kaufen oder ein Lambo und den fahrt ihr dann am Ende überall mit Vogelscheiße auf der Scheibe und auf dem Auto fahrt ihr den dann vor. Das wollt ihr ja nicht, ihr wollt den polieren, glänzen und dann sauber vorfahren und so ist halt auch mit dem Posing. Ich muss sagen, bei mir, nach jetzt 5 Jahren auf dem Pro-Level, also ständig am Wettkämpfe machen, ist das schon irgendwo durch. Ich denke mal an David seine Worte, weißt du noch? Der doch mal zu dir gesagt hat, so, er holt sich einen Tag vom Wettkampf die Musik und spielt einfach kurz dann seine Posen in der Kür drauf ab, weil er es mittlerweile drauf hat. Ja, schon. Also mein Posing-Repertoire, um es im Fachjargon zu sagen, ändert sich auch nur noch sparlich, weil irgendwann hast du halt Posen, die sehen bei dir geil aus und dann baust du die halt immer mit ein, so, und warum soll man was gut aussieht, dann verändern? Außer die Judges sagen das zum Beispiel, die Wettkampfrichter, wie es bei mir der Fall war. Ich habe immer meine Front Double Biceps so ein bisschen schräger gemacht, weil ich es persönlich ästhetischer fand und geiler fand, die mir dann das Feedback gegeben haben, hey, deine Taille ist so schmal, mach die straight. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fühle es nicht ganz so, Real Talk, die so zu machen, aber ja, am Ende beurteilen die das und wenn die das so besser finden, dann machst du es halt so, aber im Großen und Ganzen kommt man dann da schon irgendwo rein, aber am Anfang ist es auf jeden Fall wichtig, da das Posing zu lernen. So könnt ihr euch auch direkt nach vorne katapultieren, was die Amateur-Liga angeht und da ihr wollt ja alle irgendwie Profi werden, das ist ja von vielen das Ziel, aber ihr müsst einfach gucken, okay, was braucht man, um Profi zu sein? Auf jeden Fall eine geile Form, also
nicht mal extrem viel Muskeln, aber ihr müsst eine Shape bringen, ihr müsst knüppelhart kommen und ihr müsst Posing beherrschen. Und das sind so 2 Dinge, die kann man mit geiler Genetik, schlechter Genetik, einfach nur mit Fleiß und Disziplin hinkriegen. Und das ist das, worum es geht. Und ob ihr am Ende dann Olympia gewinnt oder nicht, das ist dann schon mehr genetikabhängig. Also da geht es dann wirklich drum, okay, wie ist meine Struktur, wie ist das Gesamtpaket, weil da sind alle halt wirklich Creme de la Creme. Ich finde aber, es gibt noch 2 wichtige Attribute beim Posen. Punkt 1, diese Posen zu halten. Weißt du, es gibt ja manchmal so 3, 4, 5 Runden und die meisten fangen schon bei der ersten an zu schwitzen und können nicht mehr. Das ist auch dieses, nennt sich Overpacen. Das ist, wenn natürlich du dann auf der Bühne stehst und du dir denkst so, also ich spanne jetzt einen Arm an, dann kannst du einen Arm anspannen und du kannst einen Arm anspannen. So. Und oft ist mir auch schon auch auf dem Profi-Level dann passiert, bist du so in diesem, ja komm, jetzt hol alles raus und jetzt Feuer, wo aber mehr also mehr Anspannung, nicht mehr Muskel oder mehr Pop bringt, sondern du solltest eigentlich mit recht wenig Energie, so dumm wie es klingt, die Posen auch stellen können, dass trotzdem jeder Muskel angespannt ist, du aber nicht überpaced, also nicht dich überanspannst, weil so zum einen fängst du an extrem zu zittern, das kann auch andere Gründe haben, aber du zitterst auf jeden Fall und du bist auf jeden Fall dann nach einer Runde ziemlich am Sack und fällst dann sozusagen in den nächsten Runden danach ab, aber und ich finde auch immer bei den Posen merkt man, ob sich jemand dehnt oder nicht. Weißt du, wie flowy du in diese Posen reinkommst oder ja, wie ein Kühlschrank. Also Beweglichkeit ist da das Stichwort. Also da beweglich zu bleiben, gerade im Schultergürtel. Deswegen gehen wir da auch zu Karen, die ist Therapeutin hier und macht dann auch den Lat auf sozusagen, arbeitet an den Schultern gerade, die vordere Schulter locker zu machen, dass du halt eben dieses Aufgerichtete hast und das wirkt dann auch auf der Bühne natürlich besser. Dementsprechend, ja, also man muss sich nicht unbedingt dehnen, aber man sollte gucken, dass man seine Verkürzungen, die ziemlich individuell sind, aber beim Bodybuilder oft dieselben, gerade im Schulterarmbereich, die halt zu öffnen. Bestes Beispiel zum Beispiel Nathan, der tut sich ganz schwer damit, seine Schultermobilität, seine Schulterrotation richtig aufzumachen und dementsprechend ist er dann eher so in der Doppelbizeps anstatt so und ja, das ist dann natürlich schwierig oder ein Tim in der Back Double zum Beispiel, klar, je mehr Fleisch du hast, desto schwieriger wird es, aber die Back Double dann richtig zu stellen und halt nicht die Arme so, sondern dann nach hinten drehen zu können wirklich, ist dann schwierig und je früher man halt dagegen hin arbeitet, zusammen mit einem Therapeut und auch selber einfach Übungen macht oder sich öffnet. Deswegen hänge ich mich auch immer aus nach dem Training, stretche ich mich dann nochmal nach. Ja, weil das einfach da hilft. Hallo. Hallo. Was geht ab? Was geht? Was gibt's jetzt? Frühstück. IHOP. Es gibt IHOP. So, mit viel Fantasie gibt's Blueberry Pancakes. Ja, also ich bin vom Walk zurück. Es gibt von meiner wunderbaren Freundin, nicht Frau, noch nicht Frau, gezauberten Eiklar und ein Vollei-Pancake. Hier sind meine Haferflocken mit Zimtteppich. Hier habe ich gerade noch mein Daily mit am Start. Und wir haben den vor 3 Tagen gekauft. ja, Zimt-Verbrauch, der muss angepasst werden. Dazu gibt es noch Morning Subs. Hier wiege ich jetzt die 150 Gramm Berries ab. Nacht geht schlafen. Und ja, dann setze ich mich ein bisschen raus in die Sonne, lege mich nochmal hin und dann gehen wir mittags zur Therapie. Nach dem gestrigen Leg Day
der auf jeden Fall einiges abverleibt hat, habe ich wie vorher schon erwähnt, mir den Rest-Day heute verdient. Nach dem Frühstück habe ich mich nochmal abgelegt, die klassische, wie Alicia nicht sagen, Ablage gemacht. Habe echt noch eine halbe, dreiviertel Stunde geschlafen, was so ein paar Tage vorm Wettkampf echt ein Segen ist, aber man auch gleichzeitig gemerkt hat, okay, Körper ist gestresst, der Körper braucht Ruhe und dementsprechend geben wir die dem heute. Und jetzt gehen wir straight zur Therapie. Karen kennt vielleicht der ein oder andere treue Zuschauer von vor 2 Jahren noch, die hat mich immer vorm Olympia behandelt und hat jetzt eine eigene Klinik hier in Vegas. Da gehen wir hin und checken mal ab, was das USA-Arsenal an Recovery so zu bieten hat, und ich werde das auf jeden Fall voll auskosten. Ich bin ja übelst der Fan von so Recovery-Stuff, habe ich hier schon immer erzählt. Das hat mich meine ganze Kindheit auch begleitet. Mein Dad war Physio. Ich war immer Fan von Sauna und dem ganzen Kram und gebe echt viel auf Erholung, Recovery und Regeneration, und deswegen, ich freue mich immer drauf. Ich werde auf jeden Fall das Ganze jetzt so krass wie möglich aufsaugen und mich erholen. So, hier mal raus aus der Sonne und rein in den Lack. What are those eigentlich? Sie sind zurück. Das 4. Jahr in Folge. Ranzig as fuck. Aber ohne den Glücksschuhen komme ich auf keine Olympiabühne. So here we have the MVP. Whenever you are in Vegas, check out Fixed by KG on Instagram or your own clinic here. Right next to the powerhouse gym. You got some new stuff in here, I see, huh? Yeah, red light therapy, medical grade. We have infrared sauna. We can even infuse it and put some salt in there, which we'll do for you. It's really good. Compression boots, hips, arms, legs, sauna body wrap. So just a lot of good stuff for recovery. Nice. So what's the focus competitor should do before a show? So because she's really into all this, also water flushing before the show and everything. So what's on the menu today? Yeah, so usually when we're a couple, about a week or so out, what I like to do really just open you up and start getting that mobility back and stretching out those tight muscles. And then when we get closer to the show, usually like a day before, I like to do a prep flush. So when we do that, we're also focused on mobility. We're realigning the body so that you look symmetrical, not one shoulder's up, your abs are not off because your hips are in alignment, your tie-ins look good, you're able to flex your quads properly because your hips are where they're supposed to be in order to get them to flare out. I was a competitive bodybuilder myself and a prep coach, so it's a little different when you have someone doing what you did that did it themselves. Yes. It's a little different than a regular basic massage. That's why we are here, so let's get it done. Nice. Guck mal, das dritte von oben links. Wirklich. Wir sind im Home Depot. Ich war noch nie in Amerika im Home Depot. Warst du das schon mal? Ja. Wir sind auf der Suche nach einer Plane, denn wir machen dieses Jahr die Farbe selber und brauchen jetzt eine Plane, damit der Boden geschützt ist. Aber ich weiß nicht, ob wir hier in dieser Weihnachtsabteilung richtig sind. Was heißt Plane auf Englisch? Plane. Das heißt Flugzeug. Scheiße, ja. Keine Ahnung. Was heißt auf Englisch? Ich weiß es nicht. Gut, Meth. Aber guck mal, krass, es ist Oktober und hier ist einfach alles voll in Weihnachtsstimmung, gell? Das ist echt krass. Richtig krass. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Ventilator. Der sieht schon spaciger aus, gell? Ja. Wie der. Aber eigentlich sieht der am geilsten aus, ne? Wir nehmen den da. Oder den. Nee, ich würde so einen, den Den man nach oben kippen kann, ja. Und jetzt suchen wir die Plane. Ja. Glaubst du wirklich, das ist das? Aber das ist... 2 Mil. Ja. Ist das groß genug? 10 Meter hoch, 10 Quadratmeter. 10 Meter. Wie viel ist 10 Quadratmeter? Das ist 10 mal 10. Ach was. Das ist riesig. Ja, okay, dann reicht's. Aber wir brauchen auch noch was brauchen wir noch fürs Klo? Klarsichtfolie. Achso, du meinst, okay. Aber das gibt's eigentlich auch im Walmart, oder? Ja, wir sind auch im Walmart. Das ist nicht Walmart. Das ist Home Depot. Nein, wir sind im Walmart. Echt? Ja. Ach so, ja dann Klarsichtfolie. Wo finden wir das? Beim Essen. Ja, wahrscheinlich schon. Gut. So, nach der erfolgreichen Therapie
ging es jetzt noch in die Infrarotbestrahlung und hier jetzt in so eine Salzsauna, beziehungsweise hier oben kommt so Salz raus, das wird inhaliert und dann wird hier noch ein bisschen sauniert. Ich fühle mich jetzt schon viel besser, die Therapie war wirklich, wirklich gut, die Frau weiß wirklich, was sie macht und so sollte auf jeden Fall ein Restday aussehen. 9 Tage vorm Olympia. Was brauchen wir alles? Boah, ich habe eine lange Liste, Bro. Echt? Oh ja. Pasta, Tiefkühlbeeren, Salsa, Volleier, Eiklar, Apfel, Sprudel, Quaker Oats, Chicken Shredded, normal, große Kartoffel, kleine Kartoffel. Können wir einfach so starten, oder? Wir sind jetzt hier an der Kasse. In Amerika geht es immer nur Selbstkasse und es geht immer so 100 Jahre länger mit diesem Scan-Ding. Aber ich schätze, dieser ganze Einkauf hier kostet uns $250. Warte. Während ich scanne, ratet mal, wie viel das kostet. Was denkst du? Ich glaube mehr. Echt? Ja. Boah, Ich glaube über 300. Kreditkarte glüht. Früher wollte ich immer Kassiererin werden. Echt? Ja. Ich lese halt die ganze Zeit Sugar Daddy. Du auch? Nee. Okay, jetzt weißt du es. $270. Ich war näher dran. So viel haben wir eigentlich gar nicht eingegeben. Aber was gut ist, finde ich, wenn man selber kassiert, dann macht man nicht so viel Plastikmüll. Ja, das stimmt. Der Pluspunkt geht an uns, aber dafür kriegen wir jetzt auch kein Geld zurück. Treuepunktesystem gibt es nämlich hier auch nicht. Meine Schuld, nicht meine Schuld. Wir haben unser Auto nicht mehr gefunden und Meth hat die Hupe aktiviert. Und seit 5 Minuten macht unser Auto einfach diese Geräusche. Und es ist einfach der Walk of Shame, dass wir zu diesem Auto laufen werden. Ah. Du bist so doof, Alter. Du musst nur da raufdrücken wieder. Du bist richtig blond. Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit auf Schließen. Ja, ja. Du bist einfach blöd und blond, Meth, wirklich. Du bist einfach diesen Wagen gefickt. Guck mal, der fährt nicht mehr. Guck mal, was du gemacht hast. Du hast zu viel eingekauft. Ich bin einfach zu stark. Komm, wir fahren. So, Friends, zurück von der Therapie. Jetzt wird es die nächste Mahlzeit geben. Ich bin wieder in gewohnter Umgebung, in der Bärenhöhle, auf meinem Favorite Place, der Couch. Und da gehöre ich heute hin. Der Restday wird heute noch voll genossen. Es wird komplett entspannt. Bisschen Film geschaut. Später noch eine Runde laufen gehen abends, wenn die Sonne nicht mehr ganz so knallt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Kleiner Einblick heute in einen entspannten Tag, in einen Restday, der aber wie gesagt unheimlich wichtig ist, um am Ende Bestform zu bringen. In diesem Sinne, Peace out, abonniert, kommentiert was Geiles. Die Comments sind ja durchweg einfach positiv und geil und geben mir Energie und Power. Und in diesem Sinne, bis morgen. Adios, amigos.